Let's open with a word of prayer. Lasst uns mit einem Gebet beginnen. Holy God, Heiliger Gott, for all of your goodness and your long suffering towards us, für all deine Güte und deine Geduld mit uns, we want to give you thanks. möchten wir dir danken. Even though we have been and continue to be unfaithful, Auch wenn wir untreu waren und weiter untreu sind, you have always been faithful. warst du immer treu zu uns. In the times of ignorance, In der Zeit der in the Unwissenheit, times of rebellion, in der Zeit der Rebellion, in the moments where we have failed you, in den Momenten, wo wir dich verpasst haben, you have always taken care of us. hast du dich immer um uns gekümmert. Even when we have not listened to you or we have lost our way, Auch wenn wir dir nicht zugehört haben oder wir vom Weg abgekommen sind, because of your great love and your goodness, wegen deiner großen Liebe und deiner Güte, because of your name, wegen deinem Namen, you have not failed us. hast du uns nicht May each of scheitern us have lassen. confidence Mögen wir alle Vertrauen haben, that you who have begun this good work in us dass du, der du dieses gute will Werk in uns continue begonnen to hat, send us on our journey. weiterhin uns auf unsere Reise senden wird. Your movement cannot fail. Deine Bewegung kann nicht scheitern. Your church is here on earth. Deine Gemeinde ist hier auf der Erde. The kingdom of heaven is being established. Das Königreich des Himmels wird aufgebaut. The only decision that each of us needs to make Die einzige Entscheidung, die jeder von uns machen muss, is whether or not we want to remain in your kingdom. ist, ob wir in deinem Königreich bleiben wollen oder nicht. Or if we find ourselves here in body only, Oder ob wir uns hier nur körperlich befinden. we may repent and turn towards you. Dann mögen wir uns bekehren und uns dir wieder zuwenden. Pray for your guidance and your blessing in Jesus' name. Ich bitte dich um deine Führung und um deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Amen. I want to welcome everybody back. Herzlich willkommen an jeden zurück. This is the second and last presentation for this camp meeting. Das ist die zweite und letzte Präsentation in diesem Camp-Meeting. So before I continue, Bevor ich weitermache, I wanted to explain my background. möchte ich meinen Hintergrund erklären. Some of you with good eyesight have already realized what it is. Manche von euch, die gute Augen haben, haben schon gemerkt, was es ist. Basically, they are the front covers of the same book. Im Grunde genommen sind das die Buchumschläge des gleichen Buches. 9 editions of the same book. 9 Ausgaben des gleichen Buches. There are actually 11, but 2 of them are considered duplicate copies. Es gibt in Wirklichkeit 11, aber 2 davon sind Duplikate. So this book was first produced in 1969. Dieses Buch wurde zuerst 1969 herausgegeben. And so has been in constant publication through these 9 editions for over 40 years. Und es wurde immer weiter, 40 Jahre lang, veröffentlicht
mit 9 Time magazine, Editionen. we've all heard of that. Das Time Magazine, das kennen wir alle. I believe began in 1923, I think. Begann, glaube ich, 1923. And they have kept a record of the 100 most influential books. Und sie haben die 100 einflussreichsten Bücher zusammengetragen. This is the list of the 100 non-fiction books. Und das ist die Liste der 100 Bücher, die keine Fiktion sind. If you were to go on their website and look through that list, there would be many titles that you have heard of, many famous titles. Und auf ihrer Webseite befindet sich diese Liste und das sind viele berühmte Titel, die ihr auch kennt. So this book, Dieses Buch also, which is called Women and Their Bodies, was heißt Frauen und ihre Körper. this book is number 39 in their list of 100 most influential non-fiction books. Dieses Buch ist die Nummer 39 in der Liste der 100 nicht fiktiven Bücher, 100 einflussreichsten Bücher. What I'm going to do, I'm afraid I only have an English copy. Ich habe leider nur eine englische Ausgabe. Is pass on a PDF copy of this book. It's one of the early editions and put it onto the Zoom forum. Ich werde einen PDF-Auszug aus diesem Buch in die Chatgruppe der And Übersetzer someone stellen. from that forum can share it with the general membership. But please do that after the presentation. Und jemand kann das dann auch nach der Präsentation mit allen teilen. So it doesn't become a distraction. Aber es sollte jetzt während der Präsentation keine Ablenkung sein. So I gave the date for this book, 1969. Das Datum des Buches ist 1969. And this is during the history of second wave feminism. It's just begun to pick up. Und das ist während der Geschichte des Feminismus der zweiten Welle. And there were a group of women in Boston, the United States. Und da gibt es eine Gruppe von Frauen in Boston in den USA, who met together in a workshop. die sich in einem Workshop getroffen haben. And the workshop was titled Women and Their Bodies. Und der Workshop hieß Frauen und ihre Körper. And what they did was they shared their experiences and their frustrations with the medical system. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie ihre Erfahrungen und ihre Frustrationen mit dem Gesundheitssystem geteilt haben. But not just the medical system. Aber nicht nur mit dem Gesundheitssystem. They were also frustrated about how little they knew of their own bodies. Sondern sie waren auch frustriert darüber, wie wenig sie über ihre eigenen Körper kannten. And they spoke of a wide range of subjects. Many of them were provocative and perhaps shocking for them. Und sie haben über sehr viele Themen gesprochen und viele waren provokativ und auch schockierend für sie. The culmination of those workshops was this book. Die Kombination aus diesen Workshops war dieses Buch. And it dealt with their bodies, their lives, Und es ging um ihre Körper, um ihre Leben, their sexuality and relationships. um ihre Sexualität und um Beziehungen. And they put it all into this booklet. Und sie haben das alles in diesem Buch zusammengebracht.
I think the original publication was just a little bit less than 200 pages. Und ich denke, die ursprüngliche Ausgabe war ein bisschen weniger als 200 Seiten. And as I say, since then, it's gone through 9 editions. Und wie ich gesagt habe, seitdem gab es dann 9 Ausgaben, 9 Neuauflagen. And I think the latest one is was published in 2011. Und ich denke, die neueste wurde 2011 veröffentlicht. So for everybody in the movement, because I think it's a worthwhile read. Ich denke, für jeden in der Bewegung ist das wert, dass es gelesen wird. I would encourage you to all get a copy and review it. Ich würde euch alle empfehlen, eine Ausgabe zu bekommen und es zu lesen. It's a book that's 40 years old, but it's still relevant. Das Buch ist zwar schon 40 Jahre alt, aber es ist immer noch relevant. And this group, they're a charity, an organization. Und diese Gruppe, das ist eine Organisation. And I'll give the link to their webpage as well. Und ich werde euch auch den Link zu ihrer Webseite geben. In case anybody wants that. Falls das jemand möchte. Okay, so that explains the colorful background that you can see. Das erklärt also diesen bunten Hintergrund, den ihr hier sehen könnt. Yesterday, we were speaking about the declarations of the rights of man and the male citizen in France. Gestern haben wir über die Erklärung der Rechte der Männer und der männlichen Bürger in Frankreich gesprochen. I sent a copy out of that declaration, PDF copy. Ich habe ein PDF von dieser Erklärung euch geschickt. And the year of that was 1789, I believe. Und das Jahr war 1789. So I hope I have my dates right. Yeah, and I think that was in August. No, in August 26th. Und das war am 26. August 1789. I hope you've all had a chance to look at that document. Ich hoffe, ihr habt euch alle dieses Dokument angeschaut. And I hope you have an opportunity, if you haven't done so, to compare it to the American Declaration of Independence. Und ich hoffe, ihr hattet auch die Möglichkeit, das mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zu vergleichen. And I think the year for that was 1776, July 4th, of course. Und das Jahr war 1776 am 4. Juli, die Unabhängigkeitserklärung der USA. Which is 15 years, thereabouts, Und das before the French document. Ungefähr 15 Jahre vor dem französischen Dokument. No, 8 years, only 8 years before. Nein, nur 8 Jahre. I hope I get my maths corrected. Okay, so you should compare the two. Du solltest also diese 2 Dokumente vergleichen. Remember, the beginning of the American document goes something like this. Erinnert euch, der Anfang des amerikanischen Dokuments geht in etwa so. We hold these truths to be self-evident. Wir halten diese Wahrheiten als selbsterklärend, that all men are created equal. dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Now, we've discussed this subject of equality. Wir haben dieses Thema der Gleichheit schon angesprochen, Especially from the context or the perspective
of Napoleon Bonaparte. Vor allem aus der Perspektive von Napoleon Bonaparte. And what I want to remind us, what I want to give is this perspective. Und ich möchte diese Perspektive geben, That the subject or the issue of equality, as Napoleon explains it, dass das Thema der Gleichheit, wie Napoleon es erklärt, has to have the component of ability attached to it. die Komponente der Möglichkeit oder Fähigkeit So dabei he haben says muss. you need to ignore birth and money. Also man muss die Geburt und das Geld ignorieren And only consider personal ability. und nur die persönliche Fähigkeit in Betracht ziehen. Because he recognizes not everybody is equal in their ability. Denn er erkennt, dass nicht jeder gleich in seinen Fähigkeiten ist. But the Americans understood this Aber die Amerikaner haben das verstanden, because they go on to talk about unalienable rights. weil sie sprechen dann über die unveräußerlichen Rechte. We all have equal rights Wir alle haben gleiche Rechte, because we're all equal. weil wir alle gleich sind. And amongst those issues of equality, Und unter diesen Themen der Gleichheit, in the American version, in der amerikanischen Version, is life, liberty, and the pursuit of happiness. ist Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Now remember, the American document is, I'm going to say, a copy, an edited copy of a previous English document. Erinnert euch, das amerikanische Dokument ist eine editierte Kopie des vorangegangenen englischen Dokuments, That comes from the period of the Enlightenment. das aus der Zeit der Aufklärung kommt. And what makes everybody happy? Und was macht jeden glücklich? Property or things. Besitz oder Dinge? So in the original version, it says life, liberty, and the pursuit of property. In der ursprünglichen Version heißt es Leben, Freiheit und das Streben nach Besitz. Remember that property is both physical and intellectual property. Erinnert euch, bei Besitz geht es sowohl um das Physische als auch um das Intellektuelle. The Americans saw fit to change that and call it happiness. Die Amerikaner fanden es angebracht, dass man das ändert und es Glückseligkeit nennt. So when you consider that aspect of humanity, everybody is equal. Wenn man diesen Aspekt der Menschheit betrachtet, ist jeder gleich. Now, what we have a danger of doing, Wir sind in der Gefahr, etwas zu tun, something that this movement was guilty of for decades, etwas, für das diese Bewegung seit Jahrzehnten sich schuldig gemacht hat, is we didn't believe the authors of these documents. dass wir den Autoren dieser Dokumente nicht geglaubt haben. When they said men, we said, oh, they really mean humans because they're nice people. Wenn sie schreiben Männer, dann sagen wir, sie meinen aber in Wirklichkeit Menschen, weil es sind nette Leute. They may be intellectuals, they may be politicians, but they were not good people. Das waren vielleicht Intellektuelle und Politiker, aber das waren keine guten When Menschen. they said men, they meant men on both continents. Wenn sie gesagt haben Männer, dann meinten sie auch Männer, und zwar auf beiden Kontinenten. And they systematically shut the voices of any opposition. Und systematisch haben sie die Stimmen klein gehalten von jeder Opposition. I hope you've taken the opportunity to look at this history
in context. Ich hoffe, ihr hattet die Möglichkeit, euch diese Geschichte im Kontext anzuschauen. Because when we spoke about France, we saw or we discussed that issue about man was a very narrow portion of society. Denn wenn wir als wir über Frankreich sprachen, haben wir angesprochen, dass das Thema der Männer nur ein kleiner Teil der Gesellschaft war. It excluded women. That's a given. Es hat die Frauen ausgeschlossen, natürlich. It excluded slaves. That's a given. Es hat auch die Sklaven ausgeschlossen. The phrase "that's a given" means it's expected. Also wie man erwarten würde. But what they went on to do was to exclude most of the French population. Aber sie haben dann weiter die meisten der französischen Bevölkerung ausgeschlossen. Only who met certain criteria would be considered as these men. Nur diejenigen, die gewisse Kriterien erfüllten, wurden unter diese Männer gezählt. Now, in the French context, im französischen Kontext, there are people who are going to see the sinfulness of this, the criminality of it. Gibt es Leute, die gesehen haben, wie kriminell das eigentlich ist, wie sündhaft. So, we all know about the 3 estates in France. Wir kennen alle die 3 Staaten oder Statuten in Frankreich. The monarchy, the church and nobility, and then everybody else. Die Monarchen, die Kirche, der Adel und dann jeder andere. The problem is the everybody else wasn't really everyone else. Das Problem ist, der jeder andere war nicht wirklich jeder andere. It was, we will call it the middle class. Es war die Mittelklasse, die Mittelschicht. For want of a better term. Now, as the French Revolution progresses, als die französische Revolution weiter voranschritt, and the upper 2 parts of the governance system, und die oberen 2 Schichten des Regierungssystems, the first 2 states, they outvote the 3rd estate. Also diese beiden ersten Teile, die haben den dritten And so Teil what happens is the 3rd estate reinvent überstimmt. themselves, they rename themselves. Und so hat der dritte Teil sich neu erfunden, sich neu benannt. They said, you're not going to call us the 3rd estate anymore. We ignore that term. Also sie haben es nicht mehr den dritten Estate auf Englisch genannt. Wir ignorieren so they call diesen Begriff, the National Assembly. sondern sie haben es die So Nationalversammlung the National genannt. Assembly is really the 3rd estate. Also die Nationalversammlung ist wirklich dieser dritte And you would Teil. think that these would be full of noble and holy and righteous men. Und wenn man denkt, das sind alles edle und gerechte Männer, At one level, they were. auf einer Ebene waren sie das. Now, we could argue, in times of ignorance, God closes God's eyes. Und wir könnten argumentieren, in Zeiten der Unwissenheit schließt Gott seine Augen. But the problem is these people are not in ignorance. They don't have an excuse. Aber das Problem ist, diese Leute befanden sich nicht in Unwissenheit. Sie haben keine Ausrede. Like the Americans on the other continent, Wie die Amerikaner auf dem anderen Kontinent. these wealthy, middle class, intellectual men, Diese reichen, intellektuellen Männer der mittleren Schicht, they don't want to let go of their power and their money.
Sie wollten ihre Macht und ihr Geld nicht gehen lassen. Nothing changes. We're in the same situation today. Nichts hat sich geändert. Wir befinden uns in der gleichen Situation heute. And there are voices which are opposed to their desire to be stagnant. Und da sind Stimmen, die sind gegen ihren Wunsch On two issues: zu stagnieren. women's rights and the rights of the slave. Über zwei Themen, über die Frauenrechte und die Rechte der Sklaven. There are others, but they're the two big ones. Da gibt es weitere, aber das sind die zwei großen Themen. So in the same year, 1789, Im gleichen Jahr 1789, November, im November, remember the document was issued in August and now we've moved to November. erinnert euch, das Dokument wurde im August herausgegeben und jetzt sind wir im November. The women have had enough. Die Frauen hatten genug. Things are not going well. Die Dinge gingen nicht gut. And they're going to have a protest. Und sie hatten einen Protest. So this is following, most of you know French history, this is following the protest or the march to Versailles. Und die meisten von euch kennen die französische Geschichte. Das folgte auf den Marsch in Which was a Versailles. month before in October. Und das war ein Monat davor im Oktober. Okay, so they've marched on Versailles. They've made a point. This is the women. Also sie sind nach Marseille marschiert und haben ihren Punkt dargebracht und das waren die Frauen. And they're doing that to complain, we will say, to the first and second estates. Und sie haben das gemacht, um sich zu beschweren bei diesem ersten und zweiten Estate. A month later, they turned their attention to the third estate, to the National Assembly. Und einen Monat später haben sie ihre Aufmerksamkeit auf diesen dritten Estate, auf die Nationalversammlung gelenkt. So they write a document or a decree. Sie haben ein Dokument oder einen Erlass herausgegeben, To give women equality. um Frauen Gleichheit zu geben. And what the National Assembly do is basically ignore the women. Und die Nationalversammlung hat dann im Grunde genommen die Frauen ignoriert. What the women do is they produce a document, it's about 6 pages long. Die Frauen haben ein ungefähr 6-seitiges Dokument veröffentlicht. And they list all the things that women have done in the contribution of the revolution. Und alle Dinge aufgelistet, die die Frauen in der Revolution gemacht haben. So they're going to write this document to these powerful men and say, we women have done all of these things as our contribution to the revolution. Sie haben also dieses Dokument an die mächtigen Männer geschickt und haben geschrieben, wir Frauen haben all das zu der Revolution beigetragen. And they also address 2 issues. Und sie haben auch 2 Dinge adressiert. Gender inequality and the issue of slavery. Die Geschlechterungleichheit und das Thema der Sklaverei. And you see the connection between these 2 subjects continue both on this continent and in America. Und ihr seht, wie dieser Zusammenhang zwischen diesen 2 Themen weiter voranschreitet, sowohl auf diesem Kontinenten als auch in Amerika. And depending on how one wants to articulate their perspective, Und abhängig davon, wie man seine Perspektive ausdrücken möchte, this connection between the 2 continues in the civil rights movement, if we consider that to be an issue of slavery. wird auch dieser Zusammenhang zwischen den beiden Themen weiter vorangetragen in der Bewegung der Bürgerrechte.
So many people would be uncomfortable with labeling it as a slave society in the 20th century in the United States. Und vielen würde es nicht gefallen, wenn man die Amerika im 20. Jahrhundert als Sklavengesellschaft noch beschreiben würde. But for the purposes of this study, I'm going to label it in such a fashion. Aber mit der Absicht von diesem Studium werde ich es so benennen. So we've got the revolutions Wir hatten also die Revolutionen of the 18th century. vom 18. Jahrhundert. We have first wave feminism of the 19th century. Wir haben die erste Welle des Feminismus im 19. Jahrhundert. And then second wave feminism in the 20th century. Und dann die zweite Welle des Feminismus im 20. Jahrhundert. And in all of those three histories, there's a connection or there's an issue about slavery and gender. Und in allen drei Geschichten gibt es einen Zusammenhang zwischen Sklaverei und Geschlecht. Okay, so the women write this petition and they say, we agree with the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Diese Frauen schreiben also diese Petition und sagen dort, wir stimmen mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte überein. We agree with the theory, Wir stimmen mit der Theorie überein, with the principles and the ideas. mit den Prinzipien und den Ideen. But what made these women angry Aber was diese Frauen wütend gemacht hat, is that when the document said men, it meant men, and it disenfranchised or ignored the women's rights. ist, dass wenn dieses Dokument Männer gesagt hat, dann meinte es auch Männer und es hat die Rechte der Frauen ignoriert. They have numerous complaints, Sie haben sich mehrfach beschwert, but one of the primary ones here in 1789 aber eine der wichtigsten Beschwerden hier im Jahr is the following. 1789 ist die folgende. There is a movement that is recreating France. Da gibt es eine Bewegung, die Frankreich neu erschafft. It's reshaping it into a republic. Sie formiert Frankreich neu in eine Republik, Into an egalitarian society. in eine egalitäre Gesellschaft. And at the very birth of this new idea, Und gleich zu Beginn von dieser neuen Idee women are being left out. sind die Frauen ausgelassen. They're being refused the right to partake in the reshaping of society. Ihnen wurde das Recht verweigert, an dieser neuen Gründung der Gesellschaft teilzuhaben. And they show the inconsistency and the hypocrisy of that document. Und sie zeigen die Unbeständigkeit und die Heuchlerei dieses Dokuments auf. It's 1789. Es ist 1789 And these men are not going to relinquish their grip on power. und diese Männer werden ihren Griff nach der Macht nicht lockern, nicht aufgeben. In their own way, they were as evil as the order that they had just overthrown. Auf ihre eigene Art und Weise waren sie so böse, wie die Ordnung, die sie gerade The umgestürzt petition hatten. was not well received. Die Petition wurde nicht gut angenommen. There were some people in the National Assembly who saw wisdom in the women's complaints and were supportive of it. Da gab es ein paar Leute in der Nationalversammlung, die Weisheit in dieser Beschwerde der Frauen sahen und das auch unterstützt haben.
but most of them argued that the women were out of their place. Aber die meisten haben argumentiert, dass die Frauen sich nicht an ihrem Platz befunden haben damit. And insultingly said that they were suffering from hysteria. Und beleidigend haben sie gesagt, sie leiden an Hysterie. Because everybody knows women get excitable. Weil jeder weiß, Frauen werden schnell erregbar. So their petition is ignored. Also diese Petition wurde ignoriert. Now, I'm going to say a century later, in the 19th century, you have the suffragette movement. Und ich werde sagen, ein Jahrhundert später, im 19. Jahrhundert, haben wir die Bewegung der the issue of Suffragetten. suffrage Das Thema der Suffragetten is really dealing with the subject of voting rights. handelt in Wirklichkeit von dem Thema des Wahlrechts. The ability of a woman to help shape society. Die Möglichkeit einer Frau, mit an der Gesellschaft teilzuhaben. They attempted to put it into place here in this dispensation. Sie haben versucht, das an den richtigen Ort zu bringen, hier in dieser Dispensation. Aber die Männer haben sich geweigert, dass dies geschieht. They make this interesting statement, the women. Die Frauen haben diese interessante Aussage getroffen. So you all know the line or the model or the parable, line, model, parable. Ihr alle kennt die Linie, das Modell oder das Gleichnis of Eden to Eden. Von Eden nach Eden. And you may think that that is a new concept, a new idea. Und ihr denkt vielleicht, das ist ein neues Konzept, eine neue Idee. But it's not. Aber das ist es nicht. These women understood that model back in this history. Diese Frauen haben dieses Modell schon damals in der Geschichte verstanden. I'm just going to call it the time of the end. Ich nenne es einfach nur die Zeit des Endes. I know it's a decade before, but I'm going to just encapsulate it all in that history. Ich weiß, es waren 10 Jahre vorher, aber ich möchte das alles in diese Geschichte einbinden. The line of Eden to Eden was understood back then. Die Linie von Eden nach Eden wurde damals schon verstanden. The women said something along this line. Die Frauen haben etwas wie folgt gesagt. The National Assembly wants to reform. Die nationale Versammlung möchte eine Reform. And they want to make right or correct the most egregious crimes. Und sie möchte die schlimmsten Verbrechen korrigieren. And the most universal of abuses. Und die But they fail. Und den universalen Missbrauch. Aber sie scheitern. Because they fail to repair the most significant of abuses. Sie scheitern darin, den wichtigsten Missbrauch They refuse wieder to gut zu repair machen. the wrongs of a 6,000-year long injustice. Sie scheitern darin, das Falsche an einer 6.000-jährigen Ungerechtigkeit wieder gut zu Why machen. did they say, the women, why did they say 6,000 years? Warum sagen die Frauen 6.000 Jahre? Where are they taking the men back to? Wohin bringen sie die Männer? We all know the answer today. Wir alle kennen heute die Antwort. Eden. Nach Eden. So these women have recognized and have stated. Diese Frauen haben erkannt und haben das ausgesagt. And this is not some minor meeting, some minor document. Und das war kein unwichtiges Treffen oder kein unwichtiges Dokument.
this is at the highest echelons of government. Sondern das war in der höchsten Stufe der Regierung. In arguably the most powerful nation in Europe. Unbestreitbar die mächtigste Nation in Europa. And not only is France the first or the second most powerful nation, it is a nation of enlightenment. Und nicht nur ist Frankreich die wichtigste oder zweitwichtigste oder mächtigste Nation, sondern es ist auch das Land der Aufklärung. Eden to Eden, wenn die Frauen sagen, von Eden nach Eden, they're just ignored. Werden sie einfach ignoriert. And the men refuse to repair the wrongs of a 6,000-year long injustice. Und die Männer weigern sich, das Falsche einer 6.000-jährigen Ungerechtigkeit wieder gut zu machen. They have a 10-point plan. The women do. Die Frauen haben einen Plan mit 10 Punkten. When you listen to what they want, it's fascinating and interesting and poignant. Wenn du ihnen zuhörst, was sie wollten, dann ist das faszinierend, interessant und ergreifend. It's so common sense. Es ist gesunder Menschenverstand. And it's so vogue. Und es ist so in. Number 1. Nummer 1. Abolishment of male privilege throughout France. Die Abschaffung der männlichen Privilegien in ganz Frankreich. Nummer 2. Equal liberty, advantages, rights and honors between the sexes. Yes, equal liberty, advantages, rights and honors. 4 things. Gleiche Vorteile der Freiheit, der Rechte und der Ehre zwischen den Geschlechtern. So it's liberty, advantages, rights and honors. Also Freiheitsvorteile, Rechte und Ehre. Between the sexes. Zwischen den Geschlechtern. Number 3. Nummer 3. Equal nobleness between the genders and sexes, including grammatically. Gleiche Vornehmheit zwischen den Geschlechtern, auch grammatikalisch. How long have we been tackling the subject of grammar? Wie lange haben wir das Thema der Grammatik besprochen? We have people in the movement, mostly men. Wir haben Leute in der Bewegung, hauptsächlich Männer, who still want to cuddle up to their father in heaven. Die immer noch zu ihrem Vater im Himmel give a hug to their dad. Die immer noch sich an ihren Vater im Himmel klammern wollen. The women in the French Revolution were addressing this issue. Die Frauen in der Französischen Revolution haben dieses Thema angesprochen. The way we speak about human beings. Die Art und Weise, wie wir über menschliche Wesen reden, needs to have a nobility about it. Muss eine Wertschätzung and the way we haben. address humanity. Und die Art und Weise, wie wir die Menschheit ansprechen, in our written documents, in unseren geschriebenen Dokumenten, has to be grammatically accurate. Muss grammatikalisch richtig sein. Number 4. Nummer 4. The end of a clause or a statement. Das Ende einer Klausel oder einer Aussage.
that says something along the following. Das in etwa das Folgende sagt. The wife is authorized or allowed by her husband. Die Frau wird durch ihren Mann dazu berechtigt, because there should be equality within the household. Weil es Gleichberechtigung im Haushalt geben sollte. I'm not being funny. Ich bin jetzt nicht lustig. We still have men in the movement today. Wir haben immer noch heute Männer in der Bewegung. 3 centuries later. 3 Jahrhunderte später. Who are struggling with headship. Die immer noch mit der männlichen Leiterschaft Probleme haben. There it is, number 4. Punkt 4. There should be equality in the house. Da sollte es Gleichberechtigung im Haushalt geben. The wife does not need any authorization to do anything from her husband. Die Frau braucht überhaupt keine Erlaubnis zu überhaupt gar nichts von ihrem Ehemann. Now, if you have not gone onto Google and checked all of this, number 5 is going to surprise you. Wenn ihr jetzt nicht auf Google schon nachgeschaut habt, der Punkt 5 wird euch überraschen. We'll use modern language. Wir benutzen jetzt die moderne Sprache. Number 5. Also Nummer 5. The right for women to wear trousers. Das Recht für Frauen, Hosen zu tragen. We struggle with this in 2019. Wir haben Probleme damit im Jahr 2019. And they were asking for this in the 18th century. Und sie haben danach im 18. Jahrhundert gefragt. I just thought, to me, that is amazing. These women understand equality. Und für mich war das wunderbar. Diese Frauen haben die Gleichheit verstanden. Those French women in our movement. Diese französischen Frauen in unserer Bewegung. Who struggled over the issue of wearing trousers. Die Probleme mit dem Thema der Hosen hatten. Should be ashamed of themselves. Sollten sich selbst schämen. Because it's their own, it's their fellow women. Weil es sind ihre Those French women Mitstreiterinnen, who had the insight. diese französischen Frauen, die das Who understood what God was doing. die verstanden hatten, was sie taten. Napoleon recognized it. Napoleon hatte das erkannt. He said, I hope history doesn't remember me as the hammer who smashed the Pope. Der gesagt hat, ich hoffe, die Geschichte erinnert sich nicht an mich als den Hammer, der den He didn't say Papst that, I made that up. zermatscht hat. So hat er das He nicht said, gesagt. I want Ich hab to be das erfunden. remembered Er hat gesagt, ich möchte, dass man sich an mich erinnert with respect to the reforms that I made. in Bezug auf die Reformen, die ich durchgeführt habe. On the issue of equality. Im Thema der Gleichberechtigung. He said, I may have made mistakes in other things, but not on this point. Ich habe vielleicht Fehler gemacht in anderen Dingen, aber nicht in diesem Punkt. Everyone is equal. Jeder ist gleich. The French people understood this centuries ago. Die Franzosen haben das vor Jahrhunderten verstanden. And there are still some in the movement today who are struggling over this issue. Und da sind immer noch manche in der Bewegung heute, die mit diesem Thema zu kämpfen haben. And before other people become smug, Und smug means happy it's not me. Und bevor andere Leute selbstgefällig werden und sagen, aber mich I betrifft want das to nicht, remind you
that the United States and France are bedfellows. They are together, joined. Die möchte ich daran erinnern, dass die Vereinigten Staaten und Frankreich zusammen sind. And the criminality of the French is the criminality of the Americans. Und das Verbrechen von Frankreich ist auch das Verbrechen von Amerika. And of course all the rich blessings that both nations have given as well. Und natürlich auch die reichen Segnungen, die von beiden Nationen gegeben wurden. Oder die beiden Nationen Number gegeben 6. wurden. Jetzt die Nummer 6. The end of degrading soldiers. Das Ende von degradierten Soldaten. Wir müssen aufhören, Soldaten zu beschuldigen, zu beleidigen. By making them wear women's clothing. Indem wir sie dazu bringen, Frauenkleidung zu tragen. And instead, they should be wearing gender-neutral clothes. Und stattdessen sollten sie genderneutrale Kleidung tragen. So, if you look at some of the clothing that the soldiers were wearing in those days, they're basically saying they are like women's dresses. Wenn ihr die Kleidung seht, die die Soldaten damals getragen haben, würdet ihr sagen, das ist wie Frauenkleider. So 5 and 6 are similar issues. 5 und 6 sind also ähnliche Themen. It speaks about the gender neutrality of clothes. Es geht um die Geschlechtsneutralität bei Kleidung. The right of women to wear trousers. Das Recht für Frauen, Hosen zu tragen. And soldiers not wearing dresses. Und Soldaten nicht Kleider tragen müssen. Number 7. Nummer 7. Admittance of the feminine sex, women. Zutritt für das weibliche Geschlecht, also für Frauen. To the district and departmental assemblies. In die Bezirksversammlungen. That means local and national councils. Also in lokale und nationale Räte. And be given the opportunity to be representatives at those meetings. Und dass man ihnen die Möglichkeit gibt, an diesen Treffen teilzunehmen und auch Vertreter selbst zu sein an Today we would Gemeinderäten call it, zum Beispiel. they should be allowed to be members of parliament. Heute würden wir sagen, ihnen sollte erlaubt sein, Mitglied des Parlaments zu sein. Which means they should be allowed to be part of the National Assembly. Und das bedeutet, sie sollten Teil der Nationalversammlung sein dürfen. And people should consult with women about decisions. Und die Leute sollten mit Frauen sich über Entscheidungen beraten. Number 8. Nummer 8. Another topical subject. Ein weiteres Thema. It uses the word magistrate, but that is just a fancy word for judge. Ein aktuelles Thema. Es benutzt das Wort Magistrat, aber das ist nur ein anderes Wort für Richter. Women should be allowed to be appointed as judges. Frauen sollten als Richter auch eingesetzt werden dürfen. 3 centuries later, this past month, we've been arguing about this. 3 Jahrhunderte später, im letzten Monat, wurde darüber diskutiert. These men are complaining that they've chosen a woman Supreme Court judge. Die Männer beschweren sich, dass eine Frau als Richterin für den obersten Gerichtshof ausgewählt wurde. Not just the issue of gender. Und da war nicht nur das Thema des Geschlechts, but also the subject of intersectionalism. Aber auch das Thema der Intersektionalität. These women were asking for this centuries ago. Diese Frauen haben vor Jahrhunderten schon danach gefragt. Number 9. Nummer 9. Another problem that particularly the Americans have had. Ein anderes Problem, das vor allem die Amerikaner hatten. The same applies to all positions.
Das Gleiche kann man bei allen Positionen anwenden. Not just members of parliament, not just the judiciary. Nicht nur bei Mitgliedern des Parlaments oder der Judikativen, but to all positions. Sondern bei allen Positionen. Maybe they'd even be allowed to be carpenters and mechanics. Vielleicht sollte es ihnen sogar erlaubt sein, Schreiner oder Mechanikerinnen zu sein. To all positions, to all compensations, that means all ways of earning money. Alle Positionen, alle Wege, Geld zu verdienen. And guess what else they asked for? Und ratet, wonach sie noch fragten. Women should be allowed to join the military. Frauen sollte es erlaubt sein, dem Militär beizutreten. You can believe it, they wanted women soldiers. Auch wenn ihr es nicht glauben könnt, sie wollten weibliche Soldatinnen. I say that the Americans are for this problem. Ich sage, dass die Amerikaner mit diesem But I want to Problem zu tun remind us what's hatten. going on in Eastern Europe at this moment. Aber ich möchte uns daran erinnern, was gerade in diesem Moment in Osteuropa vor sich geht. They're at war. Sie sind im Krieg. The Ukrainians with the Russians. Die Ukrainer gegen die Russen. And what law do the Ukrainians have? Und welches Gesetz haben die Ukrainer? Conscription. I believe it's 18, I think, to 60. Die Wehrpflicht, ich glaube, es ist 18, im Alter von 18 bis 60. But only if you're a man. Aber nur, wenn du ein Mann bist. 3 centuries on and Europe still hasn't learned. 300 Jahrhunderte später und man hat immer noch nicht gelernt. All the women need to leave the country and all the men have to stay. It's against the law to leave. Alle Frauen verlassen das Land und alle Männer müssen bleiben. Es ist gegen das Gesetz, das Land zu verlassen. Now, the war in Ukraine is horrible and devastated thousands of people's lives, millions. Der Krieg in der Ukraine ist furchtbar und zerstört die Leben von Tausenden, von Millionen. And I, along with all of you, have sympathy with respect to what's happening to those people. Und wir alle haben Sympathie mit diesen Menschen und was ihnen passiert. But in the subject of prophecy, there are layers. Aber in der Prophetie gibt es Lagen. And despite the death and destruction that's going on there, und trotz dem Tod und der Zerstörung, die dort vonstatten gehen, we are required to see another level, another layer. Müssen wir eine andere Lage, eine andere Ebene sehen. The layer of headship and patriarchy being played out. Die Ebene der männlichen Vorherrschaft und des Patriarchats, die sich dort zeigt. And no one discusses it. No one speaks about it. Und niemand spricht darüber. We're in the 21st century. Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. We are heading rapidly to the Sunday law. Wir steuern schnell dem Sonntagsgesetz entgegen. Remember, we call it the Sunday law, but there's no Sunday and there's no law. Erinnert euch, wir nennen es das Sonntagsgesetz, aber es gibt dort keinen Sonntag und auch kein Gesetz. And society, modern society has not changed. Und die moderne Gesellschaft hat sich nicht geändert. Since 1789. Seit 1789. Number 10. Nummer 10. This one is unbelievable. Das ist unglaublich. The entrance of the feminine sex of women into the sanctuary. Der Zutritt von Frauen in das Heiligtum. They're not even allowed in the church. Sie dürfen nicht einmal in die Kirche. As I said, wie ich gesagt habe, some of these list of 10 were interesting
Manche dieser Punkte waren interessant. Some I found quite shocking. Manche wurden als sehr schockierend empfunden. And others are really contemporary issues. Und andere waren wirklich aktuelle Themen. Some of which, even within the movement, people are struggling with. And when I say struggle, I mean reject. Mit manchen haben sogar Leute in der Bewegung immer noch Probleme. Und wenn ich sage Probleme, meine ich, sie verwerfen sie. Sie lehnen sie ab. Equality in marriage. Gleichheit und Ehe. Women being allowed to wear trousers. Frauen dürfen Hosen tragen. Women being judges. Frauen dürfen Richter sein. Women being part of the military. Frauen dürfen Teil des Militärs sein. And if I can say this way. Und wenn ich es so sagen darf. Women having leading positions in the church. Frauen dürfen leitende Funktionen in der Kirche haben. And how we address the male and female gender. Und wie wir das männliche und weibliche Geschlecht ansprechen. How we refer to God. Wie wir Gott ansprechen. Some of these issues, people are struggling in our movement, and I think I just listed 7 then. Mit manchen diesen Themen haben Leute in der Bewegung wirklich Probleme, und ich denke, ich habe 7 jetzt aufgelistet. Put yourself back in 1789 and ask yourself. Versetze dich zurück ins Jahr 1789 und frage dich selbst. If you were in a National Assembly, wenn du in der Nationalversammlung wärst, how would you vote? Wie hättest du abgestimmt? Where would you stand? Wo würdest du stehen? Would you be for these 10 points or against them? Würdest du für diese 10 Punkte sein oder gegen sie? And like the 10 commandments, und wie die 10 Gebote, if you break one, you break them all. wenn du eines brichst, brichst du sie alle. How many of us would accept all 10 points? Wie viele von uns würden alle 10 Punkte akzeptieren? I fear not all of us. Ich fürchte, nicht alle von uns. Because some of us are here in body, but not in spirit. Weil manche sind hier im Körper, aber nicht im Geist. It's 1789. Es ist das Jahr 1789. And this first attempt by women has been rejected. Und dieser erste Versuch von den Frauen wurde abgelehnt. I want to phrase it this way. Ich möchte es so ausdrücken. God is going to raise up another person or a person. Gott wird eine Person aufstellen. A woman. Eine Frau. And I'm going to pronounce her name incorrectly. Und ich werde ihren Namen falsch aussprechen. Olympe de Gauze. Olympe de Gauze. Olympe de Gauze. Okay, so it's so bad. I'm going to put it onto the Zoom chat so people can see what it looks like. Also die Aussprache war so schlecht. So bad and my French translator doesn't know what I'm saying. Okay, that's it. Try once, say that again. Olympe de Gouges. Also sie heißt, I hope people can understand what I'm saying. Diese Frau heißt Olympe de Gouges. de Gouges. So, God raises this woman. Gott hat also diese Frau hervorgebracht. And guess what the men do? Und ratet, was die Männer tun? She produces a document.
Sie bringt ein Dokument heraus. And her reward for producing this document und ihre Belohnung für dieses Dokument is execution by guillotine. Ist die Exekution durch die Guillotine. And she's on the right side of the argument. Und sie befindet sich auf der richtigen Seite des Arguments. She's part of the revolutionary movement. Sie ist Teil der Revolutionsbewegung. So, she gets killed in 1793. Sie wird umgebracht im Jahr 1793. 2 years before. 2 Jahre vorher. 15th of September. Am 15. September. 1791. 1791. So we've got 89, 91, 93. Wir haben 89, 91, 93. So she's going to become politically active. Sie wird politisch aktiv. And what she's going to do und was sie dann macht, is create a document which is called, or which she calls, sie bringt ein Dokument heraus, the Declaration of the Rights of Women, of Woman and the Female Citizen. Mit dem Namen Die Erklärung der Rechte der Frauen und der weiblichen Bürgerinnen. Now, what she does is not funny. Was sie macht, war nicht lustig. But this document is a parody of the original men's document. Aber dieses Dokument ist eine Parodie auf das ursprüngliche Dokument der Männer. I use the word parody, but I don't intend it to mean that it's funny. Ich habe das Wort Parodie benutzt, aber ich wollte damit nicht sagen, dass es lustig war. So the title is equivalent and she comes up with 17 equivalent points. Also der Titel ist gleich und sie kommt mit 17 gleichen Punkten. She writes it in one day. She wrote it on the 14th and published it on the 15th. Sie schrieb das an einem Tag. Sie schrieb es am 14. und veröffentlichte es am 15. The payment that she received for her work. Die Bezahlung, die sie für ihre Arbeit bekam. She was accused, tried and convicted. Sie wurde beschuldigt, kam vor das Gericht und wurde verurteilt. And her crime was treason. Und ihr Verbrechen war der Verrat. Treason against this new republic. Verrat gegen diese neue Republik. The republic hasn't started yet. It starts the following year. Die Republik hatte noch nicht begonnen. Sie begann im folgenden Jahr. But at the birth of this new nation, she wants to add value to it, and they call that treason. They, the men. Bei der Geburt dieser neuen Nation wollte sie etwas Wichtiges dazu beitragen und die Männer haben das als Verrat bezeichnet. She was one of only 3 women that were executed during the reign of terror, which is the history that we're in. Sie war eine der 3 Frauen, die während dieser Terrorvorherrschaft umgebracht wurde, hingerichtet wurde. I kill you. Wenn ihr mit mir nicht übereinstimmt, werde ich euch töten. That's what the reign of terror means. Das ist diese Terrorherrschaft. And she's the only woman that's executed for political leanings or her political work. Und sie ist die einzige Frau, die hingerichtet wurde wegen ihrer politischen Haltung, ihrer politischen Arbeit. So this is not first wave feminism. Das ist nicht die erste Welle des Feminismus. We're half a century too early. Wir sind noch ein halbes Jahrhundert zu früh. But the issues that she is going to address, aber die Themen, die sie ansprechen wird,
that were tackled 2 years before in the petition that those women wrote. Was 2 Jahre vorher in der Petition, die diese Frauen geschrieben hatte, angegangen These wurde. are real and genuine feminist concerns. Das sind echte und aufrichtige Bedenken der Frauen. Like many people, wie viele Leute, who God raises up, die Gott aufgebracht hat, they're just normal people. sind das auch nur normale Menschen. She was a playwright, someone who writes plays or movies. Sie war eine Schriftstellerin, eine Drehbuchautorin. But she soon became politically active. Aber sie wurde schnell politisch aktiv. And she dealt with 2 subjects. Und sie hat mit 2 Themen zu tun gehabt. Women's right and abolition. Die Frauenrechte und die Abschaffung der Sklaverei. So, this is the story of this woman. Das ist die Geschichte von dieser Frau. I'm going to give a copy of her document. Ich werde eine Kopie ihres Dokuments geben. It would be good for you to do is compare her perspective and the men's perspective. Und es wäre gut, wenn ihr ihre Perspektive mit der Männer vergleicht. So, we've run out of time. Die Zeit ist jetzt zu Ende. So I just want to give a short summary of what we have discussed in our 2 studies together. Ich möchte eine kurze Zusammenfassung von dem geben, was wir in diesen 2 Studien besprochen haben. We discussed things that are happening today. Wir haben Dinge, die heute passieren, angesprochen. The issues in Ukraine. Die Themen in der Ukraine. And the issue of equality that's going on there. Das Thema der Gleichheit, das dort We spoke vonstatten about geht. Marie Le Pen. Wir haben über Marine Le Pen gesprochen. And her right-wing theology. Und ihre rechte Theologie. Where she refuses to be part of the multicultural society. Wo sie sich weigert, Teil der multikulturellen Gesellschaft zu sein. Call it the League of Nations. Vielleicht nennen wir es den Verbund der Nationen. And believes that she believes that France will be better standing by itself. Und sie glaubt, dass Frankreich besser wäre, wenn es alleine für sich selbst stehen würde. We spoke about the similarities of our history with 1966. Wir haben über die Ähnlichkeiten von unserer Geschichte mit 1966 gesprochen. And then we went back to the French Revolution history. Und dann gingen wir zurück zur Geschichte der Französischen We spoke Revolution. about the Declaration of Human Rights. Wir haben über die Erklärung der Menschenrechte Which were not gesprochen, really for humans, they were just for some elite men. die nicht wirklich für Menschen waren, sondern nur für eine Elite der Männer. We saw how the Americans made the same mistakes, had the same failures. Wir haben gesehen, wie die Amerikaner die gleichen Fehler begangen haben. We spoke about the recurring theme of slavery and women's rights. Wir haben über das sich wiederholende Thema der Sklaverei und der Frauenrechte gesprochen. We saw that the French women Wir haben gesehen, dass die französischen Frauen understood the story of Eden to Eden. Die Geschichte von Eden nach Eden verstanden haben. Centuries before any of us were even born. Jahrhunderte bevor irgendjemand von uns überhaupt geboren wurde. We saw the insight that these women had.
Wir haben verstanden oder gesehen, was für einen Einblick diese Frauen hatten. 10-point declaration that they wanted. Diese Erklärung der 10 Punkte, die sie haben wollten. Which we should all say are reasonable requests. Von denen wir sagen sollten, sind vernünftige Anforderungen. But unfortunately in the 21st century, aber leider im 21. Jahrhundert, in our own movement, in unserer eigenen Bewegung, in our own homes, in unseren eigenen there are Häusern, people who Heimen, are still struggling with these basic rights. Gibt es immer noch Leute, die mit diesen grundlegenden Rechten immer noch Probleme haben. We spoke about the woman that God raised up. Wir sprachen über die Frau, die Gott auserwählt how hat. she produced a document, and when you read it, you'll see how rounded and better it is. Wie sie ein Dokument hervorgebracht hat, und wenn wir es lesen, sehen wir, wie abgerundet und wie gut es ist. Mature for its history. Es war reif für seine Geschichte. And we saw how this history und wir haben gesehen, wie diese Geschichte was really the embryonic stage, the beginning stages of what we would understand as the waves of feminism that have occurred in the 19th, 20th and 21st centuries. Wirklich das Anfangsstadium war von den Wellen des Feminismus, die dann im 19. und 20. Jahrhundert stattfanden. We know that first wave feminism began in 1848, I think. Wir wissen, dass die erste Welle des Feminismus im Jahr 1848, glaube ich, begonnen hatte. I have my date correct. Ich hoffe, das Datum ist richtig. Good. So, I want to suggest. Ich möchte vorschlagen. I don't have concrete evidence, but those women in the United States. Ich habe keine konkreten Beweise, aber diese Frauen in den Vereinigten Staaten. Half a century later. Ein halbes Jahrhundert später. Had listened to the woman that God raised up in France. Diese Frauen haben den Frauen in Frankreich, die Gott auserwählt hatte, zugehört. I want to encourage each of you. Und so möchte ich jeden von uns ermutigen, to look back at history. Zurück in die Geschichte zu schauen. To look at people, look at stories in a different way. Und sich die Geschichten und die Leute auf eine andere Art und Weise anzuschauen. The subject, the theme of gender equality is not a new radical idea. Das Thema der Geschlechtergleichheit ist keine radikale neue Idee. It's run parallel to our history from the time of the end all the way through to now. Es läuft parallel in unserer Geschichte von der Zeit des Endes bis heute hindurch. It's my hope and my prayer. Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, that it molds and shapes your understanding of truth. Dass dieses Thema dein Verständnis der Wahrheit formt. Let's pray. Lass uns beten. We thank you, God, for all you have shown us. Wir danken dir, Gott, für alles, was du uns gezeigt hast. Though the people of the past cannot hear our voices. Auch wenn die Leute aus der Vergangenheit unsere Stimmen nicht hören können, yet they are alive in our memories and in our thoughts. Sind sie dennoch lebendig in unseren Erinnerungen, in unseren Gedanken. Give them not only praise, but thanks. Und ich möchte ihnen nicht nur Ehre geben, sondern auch Dank. The countless thousands of people that have stood up for truth.
Die unzähligen Tausenden von Leute, die für die Wahrheit aufgestanden sind. The thousands of women who have suffered. Die Tausenden von Frauen, die gelitten haben. Because men were unwilling to relinquish their power, their control. Weil Männer nicht bereit waren, ihre Kontrolle, ihre Macht aufzugeben. It's indeed sad. Es ist wirklich traurig, that today in this movement, dass heute in dieser Bewegung there are still people who question, es immer noch Leute gibt, die das in Frage stellen, who don't understand die nicht verstehen, the necessity of dismantling the patriarchal system die Notwendigkeit, dieses patriarchische in their System hearts, in in ihren their Herzen, homes, in ihren Heimen, in their cities, in ihren Städten and across the world. und auf der ganzen Welt May each of us aufzulösen. Möge jeder von uns truly begin to understand the sinfulness, wirklich die Sündhaftigkeit zu verstehen, the sinfulness of this crime die Sündhaftigkeit von diesem Verbrechen zu verstehen, that has existed for 6,000 die years, seit 6000 Jahren like those women besteht, 3 centuries ago. wie diese Frauen vor 3 Jahrhunderten. May we understand the line of Eden to Eden. Mögen wir die Linie von Eden nach Not Eden only verstehen. intellectually, Nicht nur intellektuell, but may it be our heart's desire sondern möge es unser Herzenswunsch sein, to embrace that truth. diese Wahrheit zu umarmen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.